Hi, in der letzten Woche konntet ihr mir bei Instagram Fragen stellen und heute werde ich sie euch beantworten. Viel Spaß dabei. Eine Frage, die ich relativ oft bekomme, ist, womit schleife ich mein Werkzeug? Mit einem Schleifstein. Also so wie die meisten anderen Leute auch. Also ich habe ganz normal einen Schleifstein, wo ich meine Eisen nass schleifen kann und schärfen kann. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss eigentlich nur lernen, dass man halt den richtigen Winkel halten kann. Und wenn man das hinbekommt, dann hat man am Ende auch super scharfe Eisen. Und wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, dann nehmt euch einfach irgendein Stemmeisen, was sowieso schon eine Gurke ist, und probiert es einfach mal aus. Also es ist einfach Übungssache und ja, wenn man es regelmäßig macht, ist es auch nicht so viel Arbeit. Eine weitere Frage war mein bestes und mein schlechtestes Projekt. Und das ist schwer zu beantworten, da ich als Produktdesigner eigentlich immer schon am nächsten Projekt arbeite, ist es für mich immer schwer zurückzugucken, weil ich ja immer neue Sachen entwickle und dann sind die alten Sachen nicht immer so, dass ich super glücklich bin, rückblickend. Sie gefallen mir natürlich, aber mir fallen trotzdem immer viele Verbesserungsmöglichkeiten ein. Das ist immer schwer, das unter einen Hut zu bekommen. Wenn man das Ganze aber auf die handwerkliche Arbeit setzt, ist das Ganze ein bisschen einfacher. Alles, was ich vor 4 Jahren gemacht habe zum Beispiel, ist nicht so der Renner. Das war noch sehr, sehr amateurmäßig, was ich da gemacht habe. Und wenn man das mit den Arbeiten heute vergleicht, dann haben die natürlich einen ganz anderen Qualitätsanspruch, den ich ja selber dann auch erstmal entwickeln musste. Und womit ich sehr, sehr zufrieden bin, auch jetzt schon seit knapp einem Jahr, ist der Stuhl Kaya, auf dem ich aktuell auch sitze. Da gibt es mittlerweile auch die ein oder andere Verbesserung, aber die grundsätzliche Form und Konstruktion gefällt mir sehr, sehr gut und der Stuhl ist auch absolut bequem, deswegen sitze ich da gerne drauf. Insofern wäre das meine Antwort. Mein bestes Projekt ist der Kaya-Stuhl und meine schlechtesten Sachen, alles, was ich vor 4 Jahren gemacht habe. Aber da zeige ich euch auch keine Bilder von, weil es gibt gar keine Bilder davon. Die habe ich nämlich alle gelöscht, weil ich es so furchtbar fand. Dann habe ich eine Frage bekommen, ob ich Erfahrungen mit Holz und Epoxy habe. Ja, habe ich. Da kann ich euch ein paar Tipps geben. Lest euch genau durch, wie euer Epoxy funktioniert und wendet es auch genau so an, weil das Zeug ist eine Riesensauerei. Wenn das nicht richtig aushärtet oder wenn ihr das verschüttet, das ist wirklich die Hölle, das wieder wegzumachen. Und es ist auch sauteuer. Und ich denke, ich weiß auch, warum die Frage gestellt wurde. Aktuell sind ja diese River Table sehr, sehr angesagt und da kann ich auch direkt meine Meinung zu sagen. Ich denke, das ist relativ ausgelutscht. Man hat das jetzt oft genug gesehen. Es ist ein sehr, sehr teures Projekt, weil das Epoxy einfach sehr teuer ist. Das heißt, der Verkaufspreis müsste enorm hoch sein, damit sich das am Ende rechnet. Und ja, als Spielerei kann man das machen, aber grundsätzlich bin ich absolut kein Fan davon. Welche Maschine ist für mich unverzichtbar? Meine Formatkreissäge. Aber auch mein Schleifgerät. Also eigentlich gibt es nicht eine Maschine, auf die ich nicht verzichten kann, weil die Sachen, die ich meistens mache, sind ja doch relativ komplex, gerade wenn es an meinen tatsächlichen Arbeitsalltag geht. Das heißt, wenn ich jetzt sagen müsste, ich bräuchte nur eine Maschine, die ich behalten darf, wäre es auf jeden Fall die Formatkreissäge, weil ohne die komme ich gar nicht von der Bohle zum Stuhl, weil ich die gar nicht zerschneiden kann. Und mit einem guten Sägeblatt kann ich da auch eine relativ gute Oberfläche bekommen. Das heißt, ich würde mich für die Formatkreissäge entscheiden, aber unverzichtbar ist einiges. Also auch Handwerkzeuge sind in der Regel ja eigentlich gar nicht verzichtbar, weil man sie immer mal wieder braucht. Insofern, ich bin froh, dass ich meine Maschinen habe und ich möchte auf eigentlich keine davon so richtig verzichten. Aber ich mache nochmal ein Video, glaube ich, zu den 5 besten Werkzeugen, die jeder zum Anfangen braucht, weil das ist auch eine Frage, die relativ oft kommt. Und die Frage ist, glaube ich, einfacher zu beantworten, als zu sagen, welche eine Maschine jetzt unverzichtbar ist, weil das ist ab einem bestimmten Arbeitsalltag einfach fast unmöglich zu beantworten. Und eine Frage, die auch relativ oft kommt, ist Maschinenfehlkäufe. Und da habe ich
einen sehr, sehr guten Tipp für euch: Kauft kein günstiges Werkzeug. Nicht, weil teure Sachen immer besser sind, aber in der Regel halten Baumarktprodukte die Qualität nicht wirklich lange. Das heißt, sie verschleißen oder haben einen relativ hohen Verschleiß. Und ihr wachst auch sehr schnell aus den Maschinen raus. Das heißt, wenn ihr euch jetzt eine sehr, sehr günstige Handkreissäge kauft, um anzufangen, dann werdet ihr sehr schnell an die Grenzen dieser Kreissäge kommen. Denn ihr selber werdet euch schnell entwickeln. Die Säge kann aber ihre Qualität nicht wirklich weiterentwickeln, weil sie eine Maschine ist. Das heißt, da ist einfach relativ schnell eine Grenze erreicht. Und mein Tipp bei Werkzeugkäufen im Allgemeinen ist immer: Kauft euch das Beste, was ihr euch kaufen könnt. Denn dann wird es auch länger halten und ihr habt was, womit ihr lange zufrieden seid. Und da kommt natürlich die Frage: Ja, aber ich möchte anfangen und hier und da und noch was. Ja, aber im Zweifelsfall wartet man halt lieber und spart vielleicht noch einen Monat länger und hat dann ein gutes Werkzeug, was, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 oder 10 Jahre hält, anstatt dass man sich alle 2 Jahre eine Handkreissäge kauft, die am Ende eigentlich doch nur Müll ist. Also das ist so mein ganz großer Tipp. Wer günstig kauft, kauft zweimal. Das gilt für Möbel, das gilt allerdings auch für Werkzeug. Das wäre so was ich euch gern mitgeben würde, weil ich habe mein Werkzeug relativ lange zum größten Teil schon und alles funktioniert super gut. Wenn man darauf achtet, das Ganze ein bisschen pflegt und wartet, dann hat man auch viel Spaß damit und kann lange damit arbeiten. Eine weitere Frage, die ich bekommen habe, ist: Welche Holzarten besitze ich? Ja, weiß ich nicht. Ein paar. Besitzen ist ja immer so eine Sache. Also ich habe kein riesen Holzlager. Die meisten Sachen kommen hier rein, werden verarbeitet und sind wieder weg. Da ich ja sehr projektorientiert arbeite, habe ich hier nicht den ganzen Keller voller Holzbohlen. Also aktuell habe ich Buche hier liegen, ich habe eine Rüsterbohle hier, ich habe Nuss, Eiche, ich glaube ein bisschen Mahagoni habe ich noch und Meranti liegt, glaube ich, auch noch irgendwo rum. Das ist so das, was jetzt hier noch rumsteht, aber da ist sicherlich auch noch was anderes. Also ich habe so kleine Restekisten irgendwo liegen, da ist alles Mögliche drin an exotischen Hölzern, die ich für kleinere Projekte nutze, zum Beispiel für meine Ohrringe. Da bieten sich exotische Hölzer sehr gut an, weil sie halt feuchtigkeitsresistenter sind. Ansonsten habe ich jetzt hier kein Lager und ich zeige euch so ein bisschen vielleicht, was ich habe. Ist jetzt nichts rasend Besonderes dabei und ja. Es kommt rein und geht wieder. Also so richtig besitzen tue ich das meiste nicht wirklich lange. Eine sehr wichtige und auch relativ ernste Frage, die ich bekommen habe, ist, dass jemandem aufgefallen ist, dass ich ja doch mit relativ kräftigen Maschinen arbeite und ob ich mich dabei schon mal verletzt habe. Ja, habe ich. Nicht mit der Formatkreissäge. Ich habe das bei dem Hobelvideo schon mal erzählt. Ich habe mir zu Studienzeiten meinen Daumennagel abgehobelt. Das war ziemlich ätzend, weil das einfach lange gedauert hat, bis der nachgewachsen ist. Es hat extrem geblutet. Und was das auf jeden Fall zeigt, ist, gerade bei den Handwerkzeugen, wo man vielleicht ein bisschen weniger aufmerksam ist als bei einer Formatkreissäge, weil man da ja weiß, wie gefährlich sie ist, da passieren dann doch relativ gerne mal so kleine Unfälle und die können, wie bei meinem Daumennagel, recht unschön sein. Das Schlimmste, was mir bis jetzt allerdings passiert ist, ist, dass ich mir knapp 600 Grad heißen Lötzinn auf meine Hand getropft habe. Das war extrem, also das hat sich fast einen halben Zentimeter tief in meine Hand reingefressen. Auch so ein kleines Gerät. Löten ist jetzt nicht super gefährlich, wenn man drüber nachdenkt, aber das war schon relativ heftig. Das war extrem schmerzhaft. Das heilt, würde ich mal sagen, bis heute noch. Das ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre her. Das war einfach ein Riesenloch in meiner Hand. Also passt beim Löten genauso auf wie bei der Formatkreissäge, weil es sind Maschinen und Maschinen sind gefährlich. Heiße Maschinen sind gefährlich, scharfe Maschinen sind gefährlich. Immer aufpassen und ja, man lernt seine Lektion. Eine Frage, die ich auch relativ oft bekomme und jetzt wieder bekommen habe, ist: Wie habe ich mich selbstständig gemacht? Also ich habe während des Studiums schon kleinere Projekte verwirklicht, natürlich fürs Studium und wie das so ist, auch mal für den Vater oder einen Bekannten was gebaut. Allerdings habe ich dann zum Ende meines Studiums
meinen ersten großen Auftrag als Produktdesigner bekommen und da war klar, dass ich mich offiziell selbstständig machen muss, weil es dann ja doch um Geldbeträge geht, wo man nicht mehr sagen kann, ich mache das als Hobby. Das heißt, so habe ich mich selbstständig gemacht, habe mich selbstständig gemeldet und ja, das ist nicht so super schwierig. In dem Zusammenhang wurde auch gefragt, wie ich meine Maschinen finanziert habe. Ich habe keinen Kredit aufgenommen. Ich bin so ein bisschen dagegen, gegen solche Sachen. Das heißt, ich habe alles, was hier steht, von meinem Geld gekauft. Das heißt, es gehört auch mir und wenn es kaputt geht, ist es auch meins. Und ja, also da mein Tipp zum Selbstständigmachen ist einfach, macht es nur, wenn ihr wirklich glaubt, dass das auch klappt. Seid euch klar darüber, dass das super teuer ist. Die Versicherung als selbstständiger Mensch ist echt ziemlich happig. Macht euch da Gedanken drüber, ob ihr das wirklich wollt, weil es ist natürlich auch so, wenn keine Aufträge reinkommen, dann kommt auch kein Geld rein. Also da hängt sehr, sehr viel dran. Ich gebe gerne auch solche Beratungstipps zu dem Thema, wie mache ich mich selbstständig, wie schreibe ich einen Businessplan. Da könnt ihr mich gerne einfach anschreiben, dann kann ich euch da im Detail so ein paar Tipps geben. Im Allgemeinen ist mein Tipp zum Thema Selbstständigkeit wirklich gut drüber nachdenken. Seid euch sicher, dass das auch klappen kann. Das heißt, dass ihr wirklich finanziell gesehen da eine Aussicht habt, dass da regelmäßig Geld reinkommt. Und wenn das nicht so ist, dann lasst es vielleicht erstmal und macht es als Hobby. Und die letzte Frage, die ich bekommen habe, ist, hast du studiert? Ja, danke fürs Zuschauen. Nein, natürlich nicht. Ich habe studiert, ich habe in Köln studiert, ich bin im Sommer 2017 mit meinem Studium fertig geworden, relativ schnell zum Glück, weil ich ja ein bisschen später angefangen habe zu studieren als die meisten. Also ich habe nicht mit 18 angefangen und auch nicht mit 20, sondern mit 22, 23, relativ spät. Und ja, für mich war das der Wille, das Studium schnell durchzubekommen, einfach, dass ich genau wusste, was ich machen will. Ich möchte als Produktdesigner arbeiten und ich habe während meines Studiums ja gemerkt, dass ich in eine relativ gute Richtung gehe, habe gutes Feedback bekommen und habe dann ja zum Ende meines Studiums meinen ersten großen Auftrag bekommen. Und das war für mich einfach der Startschuss, zu sagen, ich möchte jetzt auch loslegen. Ich kann jetzt mit, weiß ich nicht, 25, 26 jetzt auch nicht mehr ewig auf der faulen Haut rumliegen. Ja, also insofern, ja, ich habe studiert, kann ich jedem nur bedingt empfehlen. Ja. Das führt eigentlich zu der Frage, die ich auch oft bekomme, bin ich Tischler? Nö, bin ich nicht. Ich bin Produktdesigner, aber ich mache jetzt im Sommer meinen Tischlermeister. Ich bin mit Ausnahmegenehmigungen dafür zugelassen. Das heißt, ich gehe im Sommer jetzt ein bisschen zur Schule und ab November gehe ich dann ein bisschen mehr zur Schule, nämlich ein halbes Jahr und mache dann meinen Meister. Dadurch ändert sich aber nicht viel. Also ich mache das Ganze nur für mich als persönliche Qualifizierung, dass ich noch besser meine Entwürfe planen kann und noch mehr Fachwissen generiere. Grundsätzlich bin ich Produktdesigner und ich bleibe auch Produktdesigner und werde da weiter für den lokalen Markt Designs anbieten, aber natürlich auch weiterhin für größere Firmen. Und ja, also ich bilde mich weiter, aber alles bleibt so ein bisschen beim Alten. Und ich bleibe auch weiter hier in meiner noch sehr ausbaufähigen Halle. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wird es in der Zukunft sicherlich nochmal ein weiteres Fragenvideo geben. Kleinere Fragen beantworte ich euch aber auch einfach so, weil das ist jetzt ja nicht so schwierig, eine Nachricht zu schreiben. Insofern fragt, wenn ihr Fragen habt und wenn wieder genug große Fragen für ein Video zusammen sind, machen wir das Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.